Also ich brauche im Leben Vielfalt, weil immer nur klettern und immer nur mit dem Sport konfrontiert sein, das darf man nicht. Da kriegst du ganz neue Lebensansichten mit, ganz neuen Input, das ist super, das bereichert einen. Als Kletterer hat man natürlich Schiss, wenn man jetzt, so geht es alle meine Späßeln, wenn man jetzt so sagt, man kriegt jetzt Kind und baut Haus und geht in die Arbeit, man kommt nicht mehr raus. Da kann man schon mal ganz auch kriegen, aber letztendlich, ich habe mir dann einfach gedacht, ich mag das Leben in der Breite leben und erfahren, das hätte zwar ein bisschen geschwollen noch, aber man mag ja alles einmal mitkriegen und das machst du jetzt einfach. Ja, und dann schaust du schon mal, wie es fährt. Beim Hausbauen arbeitet man halt mit seinen 2 Händen und sieht auf Nacht einfach, was man gemacht hat. Und das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Das ist eigentlich so wie beim Eidwurm, einer Erstbegehung. Man schwitzt und tut und als Außenstehender wirst du das nie begreifen, aber irgendwo, wenn sich das dann aufgeht und coole Moves sind, dann gibt es fast nichts Besseres. Und jetzt jedes Mal, wenn ich über die Grenze nach Kufstein rüberfahre, schaue ich da auf und denke an die Zeit zurück oder wie war es, wenn ich heute da umsteige, und das ist, was es ausmacht. Ja. Bis zur Schlüsselstelle ist eigentlich schon sehr stark überhängend. Man klettert immer an relativ offenen, großen Griffen. Man muss immer auf Spannung, Druck auf die Untergriffe reigern. Bei der Schlüsselstelle muss man dann auf Reibung auf 2 Dritten draufsteigen und muss dann eben aus 2 Untergriffe weit über Kreuz in einen Griff reinziehen, den wo man aber nicht sieht. Und da muss die Hand ein bisschen einrasten. Und da auf die Reibungstritte steigen und da so weit über Kreuz rauffeuern, das war halt dann immer nicht mehr drin. Bei mir ist jetzt im letzten Jahr alles zusammengekommen. Ein paar Späßeln haben schon gesagt, das wird ganz schön sportlich. Da war ich noch optimistisch, aber es ist wirklich sportlich geworden. Ich habe eine kleine Tochter gekriegt, ein Haus gebaut und noch arbeiten. Letztendlich bleibt dann halt 0,0 Zeit mehr in die Halle zu gehen, und da muss man sich irgendwie alternative Trainingsmöglichkeiten überlegen. Und dann ist der Beastmaker heute nicht ganz an mir vorbeigegangen. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, Beast, das hört sich gut an, gell? Und das wollte ich schon immer mal werden. Nein, und dann habe ich mir den heim da und habe dann mit dem einmal ein Dreivierteljahr gescheit gearbeitet.
das hat gescheit angeschlagen, das Training. Gerade weil Fingerkraft ist meine signifikante Schwäche und die habe ich da ganz schnell effektiv ausmerzen können. Da gibt es wenig Cuts, man kann halt da so Hängeübungen, Klimmzüge kann man machen, ja, recht viel mehr kann man schon gar nicht mehr machen, aber das ist ja genau das, was man braucht. Man braucht einen gescheiten Fingerstrom und ein bisschen Power in der Kugel. Wenn man jetzt ein getriebener Kletterer ist, dann ist man auf der Baustelle und man legt da gerade einen Zirkel auf den anderen und man ist im Gedanken eigentlich beim Klettern. Genauso darf es mit der Kleinen verhalten, man geht mit der Kleinen spazieren oder spielt und ist eigentlich im Gedanken beim Klettern. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht haben will. Ich will da immer im Jetzt und Hier sein, will die Situation genießen und wahrnehmen und das ist ein wichtiger Grundsatz in meinem Leben. Ja? Und dass ich den anderen nicht nachtraue und mich nur aufs Klettern konzentriere, wenn ich wirklich da den Sport ausübe. Hauptproblem an den Routen, so gut wie es sind, ist halt einfach, dass sehr oft nass sind, dass dann ein Jahr gibt, wo du das gar nicht probieren kannst, wie die 2 Jahre davor, da war es eigentlich immer nass. Die Sonne kommt nie rein und das Wasser drückt es dann immer von hinten her durch die Wand. Und da braucht es eigentlich schon so einen Ostwind oder einen sehr trockenen Sommer, dass das wirklich abdrückt und dass man das mit guten Verhältnissen probieren kann. Das ist ähnlich wie am Schleier, also kommst nicht oft zum Zug. Weitere Schwierigkeit bei der Route ist halt auch, man braucht einen fitten, motivierten Kletterpartner, der wo halt dann auch sagt, okay, er kann die 9- und die 10- Länge davor mitklettern, mit raufklettern und dann da oben auch irgendwo mitprobieren. Sonst macht das ja keinen Sinn. Und dann muss halt alles stimmen. Dann muss das Wetter passen, dann muss du einen fitten Kletterpartner bei der Hand haben und nur dann kann man wirklich loslegen. Ja, das ist saugut. Eigentlich ist es nicht so schwer, aber ich bin gezwungen worden, dass ich so tue, als wäre es schwer. Das hat der Heli gesagt. Also ich habe es vor 3 oder 4 Jahren das eingebaut. Ein Jahr drauf habe ich es dann einmal ein bisschen intensiv probiert, so 10 Klettertage. Und die letzten 2 Jahre habe ich es dann eigentlich gar nicht probieren können. Da habe ich vielleicht pro Jahr einen Klettertag da drin gehabt. Das gibt's doch nicht! Weil es dann immer eben nass war. Und heuer mit den 100 Sommer, sage ich jetzt einmal, habe ich da 10 Tage nochmal investieren können. Und dann habe ich eine Masse gehabt, dass es einen richtig kühlen Tag Ende Juli gegeben hat. Der Wind ist gegangen, kühle Luft war, trockene Luft war. Ich dachte, heute muss es eigentlich grauchen. Und dann haben wir Mittag da reingefahren und irgendwie habe ich es dann schon gespürt. Also heute musst du wirklich Leistung abliefern. Dann hast du eine Chance. Nach der Schlüsselstelle hat die Tour einen anderen Charakter. Man muss da an relativ kleine Griffe und kleine Tritte umtänzeln auf Durchstieg. Das ist nochmal so ein richtiger Abfaller, wo man die Nerven behalten muss. Da hat man nochmal meine Flügel so ganz schön aufgetragen. Geil! Woo!
Das ist mein schwerste Tour, ja. Da bin ich sicher. Ja, das kann mit den besten Touren am Schleier mithalten. Also das ist weit aus dem Fenster gelangt, Tirols beste Linie. Ja, nein, also richtig brutal gut. Ja, recht viel besser geht's nicht. Sieht man ja da. Koralliger Fels, übersündert, athletische Kletterei und 70 Züge im Überhang. Und kein einziger Scheißzug dabei. Das ist ja richtig top. Ja.